Metal Leute, Servus und herzlich willkommen beim Drachenlord. Heute ein kleines Video zum Thema Lustlord und ein neues Format gleich mit dazu. Es wird ein neues Format geben, dieses Format nennt sich #Lustlord1510, also so wie es hier steht. Und bei diesem Format geht es um sexuelle Sachen und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an. Ich werde von jeder Person eine Frage beantworten, werde jede Frage beantworten, die ich hier habe, jede einzelne. Wie gesagt, aber nur eine pro Person, mit einer Ausnahme. Nepturi hat gefragt, #Lustlord1510. Was für Sexspielzeuge oder Masturbationshilfen besitzt du, bzw. würdest du gerne haben? Hierzu gleich gesagt, ich wurde auch gefragt, ich wurde allerdings von der Person auch andere Sachen gefragt, deswegen habe ich die Frage rausgenommen. Ich wurde auch gefragt, wie groß mein Penis ist. Zwischen 16 und 17 cm. Und ja, das war wirklich kein Witz und ich bin damit voll auf zufrieden. Aber hier zum Sexspielzeug jetzt dazu gesagt und deswegen habe ich jetzt meine Penisgröße gesagt. Ich habe eine sogenannte Penispumpe. Das ist unter anderem auch dafür, das kann dafür sorgen, dass der Penis auch größer wird. Ob das wirklich funktioniert oder nicht, ich habe keine Ahnung, ich habe das nie groß probiert. Ich habe eine da, einfach weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt und wie das ist. Aber ich selbst habe jetzt da nicht irgendwie probiert, ob ich das wirklich schaffe, größer zu werden. Und das möchte ich eigentlich auch gar nicht, weil ich bin mit meiner Größe vollkommen zufrieden. Gut, eine weitere Sache ist, was ich an Sexspielzeug habe. Ich habe diese sogenannten Masturbationshilfen. Das ist im Prinzip die Nachahmung einer Frau. Ist aber natürlich völlig für den Arsch. Also das taugt überhaupt nichts. Und ich würde euch empfehlen, wenn ihr sowas euch mal zulegen wollt, lasst es. Das bringt eigentlich überhaupt nichts. Ich persönlich habe davon, also mir persönlich zumindest bringt es überhaupt nichts. Vielleicht bin ich auch einfach nicht groß genug dafür oder nicht vom Umfang her groß genug dafür. Aber mir persönlich taugt das überhaupt nicht. So, und ein letztes Spielzeug, das ich momentan noch besitze, ist ein sogenanntes Prostata-Massagegerät. Das ist im Prinzip wie ein Vibrator, nur dass es eine spezielle Form hat. Ich könnte das jetzt hier zeigen, werde ich aber nicht machen, wegen Jugendlichen, falls doch mal jemand hier das drauf schaut. Im Prinzip ist es halt wie ein Vibrator. Ich bin ja bisexuell, von daher ist das eigentlich ganz angenehm. Und ja, es ist wie ein Vibrator und dass er eine bestimmte Form hat. Also es ist nicht einfach nur so die Länge, sondern es hat schon eine spezielle Form auch. Die nächste Frage kommt von Dexy und zwar hat sie gemeint, @Drache_offiziell. Hast du einen besonderen Fetisch? #Lustlord1510. Ein Fetisch selbst bei mir, also dass ich irgendwas trage zum Beispiel, habe ich nicht. Aber ich finde es zum Beispiel geil, wenn andere Männer Damenwäsche tragen. Oder ja, transsexuelle Menschen finde ich auch ziemlich interessant. Aber einen eigenen Fetisch irgendwie und vor allem einen besonderen Fetisch habe ich jetzt eigentlich, soweit ich weiß, nicht. Abgesehen vielleicht davon, dass ich gerne unter der Dusche Sex habe oder auch halt gerne einen anderen Mann gerne masturbiere und dabei auch kontrollieren kann, wann er kommt. Also das ist etwas, was mir persönlich sehr gefällt. Gut, die nächste Frage ist von Denoisem. Und zwar hat er gemeint, warum gibt es #Lustlord1510? #Lustlord1510 gibt es deswegen, weil ich immer wieder Fragen zu meiner Sexualität gestellt wurde und ich mir gedacht habe, das könnte ein ganz interessantes Format werden, weil ich persönlich, ich habe kein Problem, offen über Sex zu sprechen. Wenn ich jetzt wirklich Privatleute treffe, bin ich da ein bisschen zurückhaltender, aber wenn ich jetzt wirklich reell mit Menschen hier auf YouTube oder auch über Skype oder so spreche, habe ich damit kein Problem. Im reellen Leben habe ich damit auch kein Problem, aber da bin ich immer ein bisschen zögerlicher. Die gleiche Person, deswegen ist das hier die Ausnahme, hat gefragt, Sex? Fragezeichen, zwingendes Smiley. Nein, vielen Dank. Nachtkern Reality, und zwar hat sie gemeint, was denkst du über Analsex? #Lustlord1510. Nun, ja, was soll ich über Analsex denken? Also ich finde ihn geil, sowohl bei mir als auch wenn ich bei anderen das mache. Ich habe damit kein Problem und ich finde es echt extrem geil. Was soll ich dazu sagen? Von daher... Okay, Andi @Drache_offiziell #Lustlord1510. Schleifst du dein linkes Ei auch immer auf dem Boden hinter dir her? Wookie hat gefragt, #Lustlord1510. Magst du flüssige Schokolade als Stimulationsmittel? Habe ich noch nicht ausprobiert, kann ich mir aber interessant vorstellen. Ich persönlich bin allerdings jemand, ich mag Schokolade allgemein gar nicht eigentlich. Bin also überhaupt kein Fan von Schokolade, außer von weißer Schokolade, die mag ich unglaublich gerne. Aber sonst, ja, ich kann mich da auf jeden Fall mal drauf einlassen, habe aber sowas noch nie probiert, von daher, ich weiß es nicht. Gut, wir machen mit der nächsten Frage weiter. Ich muss jetzt kurz einen Cut machen, weil es ist immer ein bisschen blöd für mich momentan. So,
Wir haben hier die Frage von Timmy Boro. Er hat gefragt, Drachenlord1510, Hashtag Lustert1510. Ich werde versuchen, es wieder wegzulassen und nur noch die Fragen vorzulesen. Er hat gefragt, rasierst du dir den Schambereich? Ich muss sagen, ich finde die Frage sehr gut formuliert. Hier ein Pluspunkt für dich. Wenn ihr Fragen gut formuliert und anständig fragt, habe ich damit überhaupt kein Problem. Wenn ihr die allerdings hochgradig vulgär ausdrückt, dann, das mag ich überhaupt nicht. Also da kann ich auch schon mal zügig reagieren. Also wenn ihr so ganz normale Fragen auch legitim fragt, dann habe ich damit kein Problem. Also ich interessiere mir den Intimbereich gelegentlich schon mal. Ich bin allerdings jetzt niemand, der jetzt da jeden Tag darauf achtet oder jedes Mal, wenn er duscht oder irgendwas und sich rasiert, dass er dann auch darauf achtet, sich den Intimbereich zu rasieren. Im Prinzip sieht man das bei mir im Gesicht ja schon. Ich bin sehr rasierfaul, nur dass es im Intimbereich halt seltener der Fall ist. Das liegt aber bei mir auch daran, ich habe ja keine Freundin und keine Beziehung, noch nicht. Und wenn ich in einer Beziehung wäre und meine Freundin oder mein Partner halt das möchte, dass ich mich rasiere, habe ich damit kein Problem. Die nächste Frage ist von Kevstar Styler. Und zwar hat er gefragt, Hashtag Lustler1510. Du bist ja im bi-neugierigen Bereich aktiv. Bist du bei einem Mann versus Mann eher die Frau oder eher der Mann? Also erst einmal Mann versus Mann finde ich schwachsinnig, die Aussage. Also ob ich, wenn ich mit einem Mann schlafe, eher der Mann oder die Frau bin. Ich bin ein sogenannter Switcher, das bedeutet, ich übernehme sowohl den aktiven als auch den passiven Part, je nachdem, wie mein Partner darauf reagiert oder das möchte. Was die Sache angeht, im bi-neugierigen Bereich, ich bin nicht bi-neugierig, ich bin bisexuell. Konkuru. Und zwar hat er gefragt, hast du dir schon mal ein Gemüse, zum Beispiel eine Gurke oder einen Rettich eingeführt? Nein, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ja zum einen habe ich ja Spielzeug, das habe ich ja schon gesagt vorhin. Und zum anderen, bei einer Frau habe ich damit kein Problem, also vaginal, aber anal würde ich das zum Beispiel nicht machen, weil ich bin jemand, ich hasse es, Lebensmittel zu verschwenden. Und daher würde ich anal sowas nicht machen, weil wenn es vaginal ist, dann habe ich damit kein Problem, das noch zu essen, aber bei anal finde ich das überhaupt nicht schön. So, die nächste Frage kommt von Chief Beef und zwar hat er gefragt, wenn du eine Familie haben willst, wie sieht es dann mit deiner Bisexualität aus? Wieso? Was soll dann mit meiner Bisexualität sein? Meine Bisexualität ist nach wie vor vorhanden. Was ist denn das für eine Frage? Mit meiner Frau, meine Frau wird es dann definitiv wissen und ja, ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Meine Bisexualität hat damit nichts zu tun. So, Steve hat gefragt, deine Meinung zu japanischen Pornografien und Hentais sind überaus geil. Puzzles hat gefragt, würdest du das Sperma von einem Mann schlucken? Das ist sogar was mich mal interessieren würde, also ja, definitiv würde ich das. Habe ich aber noch nicht gemacht bisher. Mietz von Sietz hat gefragt, gibt es einen ungewöhnlichen Ort, an dem du einen Orgasmus hattest? Das ist sehr schön geschrieben an dieser Stelle, vielen Dank dafür. Ja, es gibt einige verschiedene Orte. Ich habe zum Beispiel schon mal in der Schule einen Orgasmus gehabt. Ich hatte mal ein Praktikum in einer Baumschule, da musste ich ein bisschen in den Wald reingehen, wenn ich aufs Klo wollte. Und da war ich bloß zusammen mit einer Frau am Arbeiten und da habe ich mir gedacht, na gut, und dann habe ich da halt mal kurz ein bisschen Spaß gehabt. Auch weil da die Gefahr halt groß war in dem Alter noch, dass ich erwischt werde und dass dann vielleicht mehr passiert. Das ist in dem Alter natürlich noch so eine Sache, was man sich da so denkt. Gut, Friederike hat gefragt, was halte ich von Rothaarigen? Rothaarige sind schön, schauen süß aus, aber das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also Rothaarige sind für mich genauso Menschen wie andere. Von daher, ich halte von Rothaarigen genau dasselbe, wie ich von jedem anderen Menschen halte. Gut, Dennis hat gefragt, schlucken oder spucken? Schlucken, aber wenn es mir nicht schmeckt, spucken. Das kommt ganz drauf an. Also normal, ich habe das noch nicht gemacht, von daher weiß ich es nicht. Wenn ich es mal gemacht habe, dann kann ich dir die Frage gerne auch mal in Ruhe beantworten. Douglas hat gefragt, was hältst du von Militärdomina-Fetisch? Wem es gefällt, meins ist es nicht. Bist ja bi. Wie ist das? Wickst du nur oder steckst du dir auch den Finger in den Po? Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein Spielzeug dafür benutze. Ich habe aber auch schon den Finger im Po gehabt, durchaus. Kommt immer auf die Lust und Laune an, wie man gerade Spaß hat. Stefan hat gefragt, hast du schon mal dein eigenes Ejakulat probiert? Hashtag Lustler1510. Keine Trollfrage, bitte nicht blocken. Du wirst nicht geblockt dafür, das ist eine Frage, die oft einmal gestellt wird. Habe ich durchaus schon gemacht. Die Sache ist sowieso die, dass viele Männer, auch wenn sie es nicht zugeben, das schon mal gemacht haben.
So, meine Lieben, die nächste Frage kommt von... Oh Gott, wie wird der Name ausgesprochen? Äh, Ich sage jetzt einfach Jugo. Die nächste Frage kommt von Jugo. Und zwar hat er gefragt, da fehlt ein S. Oh, Jugo, da fehlt ein S. Gut, die Frage, hast du schon ein sexuelles Angebot von einem weiblichen Fan gekriegt? Oder eventuell Titten und Mumu-Bilder? Bitte das nächste Mal ein bisschen anständiger ausdrücken. Bilder habe ich schon bekommen, allerdings nicht von einer Frau, sondern von einem Mann, von einem Fan. Ich habe auch schon ein sexuelles Angebot gehabt, sogar zwei insgesamt. Und zwar war das eigentlich, das eine war ein Pärchen und das andere war eine Frau. Vielen Dank dafür nochmal, aber ich habe denen das gleiche gesagt, was ich euch auch sage, sowas wird bei mir niemals vorkommen, weil ich sowas nicht mache. Ich würde niemals mit einem Fan schlafen. Außer es entwickelt sich im Lauf von vielen Monaten irgendwas dazwischen uns. Aber vorher werde ich mit einem Fan definitiv nicht ins Bett gehen. Anna hat gefragt, wann hattest du das letzte Mal Kontakt mit einem Mädchen, ohne es in der Sauna zu beobachten? So, jetzt alla. Ich hatte Kontakt zu einer Frau, wenn ich sie in der Sauna beobachte. Also zunächst einmal zu einem Mädchen habe ich garantiert keinen Kontakt in dem Sinne, weil ein Mädchen ist für mich jemand, der unter 18 ist, also noch ein Mädchen ist. Also zunächst mal zu einem Mädchen habe ich überhaupt keinen Kontakt, weil ein Mädchen ist für mich ein minderjähriges Mädchen. Und was den Kontakt zu einer Frau angeht, ich habe eigentlich permanent Kontakt zu irgendwelchen Frauen, weil ich halt entweder mit Frauen befreundet bin oder halt Frauen kenne oder einfach die Freundinnen von meinen Kumpels sind oder irgendwas in der Art und Weise. Habe ich eigentlich fast jeden Tag mit irgendjemandem zu tun. Wenn du jetzt sexuellen Kontakt meinst, dann nur ein- oder zweimal und es ist schon ewig her. Und ja, das war es eigentlich in dem Bezug schon ziemlich. Die nächste Frage kommt von Matto Henois. Und zwar hat sie gefragt, oder er gefragt, ich weiß nicht wer das ist jetzt gerade, in welchen Räumen deines Hauses hattest du es schon getrieben? Ich habe in zwei Räumen des Hauses geschlafen mit jemandem. Und zwar einmal in meinem Schlafzimmer, das ich jetzt habe, und einmal in meinem alten Schlafzimmer, das ich zwischen 6 und 19 hatte. In dem Zimmer habe ich da auch schon was gehabt. Ja. Lauchi hat gefragt, stehst du auf Transsexuelle? Ja, definitiv. Habe ich ja schon gesagt, das ist auch übrigens so ein kleiner Fetisch von mir, wenn man so möchte. Solange ich das halt nicht selber an mir mache, ist es trotzdem was mich bei anderen Männern fasziniert. Henk hat gefragt, stehst du auf große Brüste? Ja, ist eigentlich auch etwas, was ich sehr gerne mag. Bart hat gefragt, wenn ich eine Frau bezahle, die einen romantischen Abend mit dir verbringt, machst du daraus ein Video? Nein, würde ich nicht machen, beziehungsweise die Frage ist sowieso, wenn du mit romantischen Abend meinst, ob wir dann auch Sex haben werden, dann definitiv nein. Wenn es nur ein romantischer Abend ist, quasi ein bisschen essen gehen und so weiter, miteinander reden, dann kann man darüber von mir aus reden, wenn sie damit einverstanden ist. Adeptus Metallum hat gefragt, wo würdest du das Schutzalter anlegen? Also für mich ist es so, wenn Jugendliche miteinander schlafen, ist das ihre Sache. Wenn allerdings alles unter 18 ist für mich tabu. Wenn man jetzt 2 Jahre Unterschied hat, das heißt, wenn man jetzt 16 ist und der andere ist jetzt gerade 18 oder die Person ist 17 und man ist jetzt gerade 19 oder sowas, dann kann man da noch drüber reden. Aber für mich ist alles unter 18 mit meinen 25 definitiv zu jung. Und das muss auch echt nicht sein. Also unter 18 mache ich mich ja auch strafbar, von daher... Sowas gibt's gar nicht bei mir. Moisa hat geschrieben, beim Sex mit einem Mann warst du Geber oder Nehmer? Ich bin, wie ich schon gesagt habe, ich bin ein sowohl aktiver als auch passiver Part. Ich übernehme also sowohl den aktiven als auch das passive. Also bin ich sowohl der Geber als auch der Nehmer. Kommt immer auf die Situation und auf den Partner drauf an. Elidor hat gefragt, hattest du schon mal Sex auf der Arbeit, beziehungsweise was hältst du allgemein davon? Sex auf der Arbeit geht meiner Meinung nach gar nicht. Man kann Sex mit Arbeitskollegen haben von mir aus, aber dann eben außerhalb der Arbeitszeiten. Also Sex auf der Arbeit geht überhaupt nicht.
Dr. Pong Lennys hat gefragt, was ist deine Lieblingsstellung? Was ist meine Lieblingsstellung? Ansonsten bin ich eigentlich allgemein ein Fan von ziemlich jeder Stellung. Ich habe eigentlich keine wirkliche spezielle Lieblingsstellung. Außer vielleicht die 6-9er. Darüber könnte man auch noch reden. Sarah hat gefragt, stehst du auf pralle Eier? Pralle Eier heißt ja nicht immer, dass extrem viel drinnen ist. Aber ja, also ich finde größere Eier schon auch anziehender. So, der echte Trudentour hat gefragt, liebst du mich? Nein. Der Nars hat gefragt, hast du schon mal unter der Dusche onaniert? Sehr schön formuliert, Dankeschön dafür. Ja, ich habe schon unter der Dusche onaniert, mehrfach schon, und das mag ich eigentlich immer auch mit am liebsten. Also das ist ja etwas, was ich auch sehr gerne mache, weil unter der Dusche kann man dann halt gleich viel freier, ich sag mal, spritzen, weil dann hat man halt nicht den Stress, dass man dann irgendwie, wenn ich jetzt hier das zum Beispiel machen würde, dann würde überall das Zeug rumkleben und das will ich nicht. Und da bin ich auch vorsichtig. Aber unter der Dusche brauche ich mir da halt keine Gedanken machen, da kann ich dann halt einfach frei sein. Und deswegen, Otter in Asois hat geschrieben, Drache, deine Meinung zu SM? Also meine Meinung zu SM ist, jeder hat seinen Fetisch, und wenn die Leute den SM-Fetisch ausleben wollen, dann können sie das gerne machen. Mein Fetisch ist es definitiv nicht. Gut, die nächste Frage ist von @Psychologe. Und zwar fragt er, Hashtag 1510, würdest du gerne ein Kind gebären können? Die Sache ist die, ich bin sowieso definitiv ein Mann. Und es würde mich tatsächlich reizen, nicht nur auch ein Kind zu gebären oder es in mir wachsen zu spüren, sondern generell auch, wie sich das allgemein anfühlt, eine Frau beim Sex zu sein. Quasi, wenn der Mann in dich eindringt und so weiter, das würde ich auch zu gerne mal fühlen. Ich weiß, dass wir jetzt natürlich gleich wahrscheinlich irgendwelche Sachen haben werden, wo dann schreiben, ja, kannst dich ja umoperieren lassen, würde ich niemals machen. Ich bin ein Mann, wie gesagt, ich möchte auch ein Mann bleiben. Außerdem bin ich der Überzeugung, dass sowohl beim Mann als auch bei der Frau, wenn man sich umwandeln lässt, das nie so spürt, als wäre es wirklich so, als wäre man so geboren, weil es ist einfach nicht so. So, Scarface hat gefragt, wie lange brauchst du, bis du kommst? Und hast du vielleicht Tipps, wie man länger durchhalten kann? Also bei mir ist es so, ich komme je nachdem, wie erregt ich bin, schneller oder eben nicht so schnell, das ist natürlich ganz normal. Ich bin aber jemand, wenn ich wirklich, also es gibt bei mir zwei Arten, wenn ich masturbiere. Es gibt die Möglichkeit, ich will meine Befriedigung haben, und das heißt, ich gehe wirklich nur, ich masturbiere wirklich nur, dass ich auf den Orgasmus zusteuere, und es gibt halt wirklich den Punkt, wo ich dann halt jetzt einfach mit Genuss mache, und dann kann es schon mal sehr lange dauern. Also es kommt schon mal wirklich vor, dass es mal bis zu einer Stunde dauert. Und das ist bei mir etwas, das ist bei mir einfach so. Also ich kann das in Ruhe und genießen und alles, das ist bei mir aber was, ich habe mir das nicht antrainiert oder so, das ist bei mir einfach so. Ich habe da, ich weiß nicht, ich weiß einfach, wie weit ich gehen kann, bevor ich komme, und ich kann dann das auch hinauszögern. Beim Sex ist das natürlich dann alles wieder eine andere Sache. Und wie man das machen kann, dass man es länger hinauszögert, es gibt Möglichkeiten dafür, aber ich empfehle dir, informier dich da einfach mal übers Internet selbst. Einfach mal nachgoogeln oder sowas. Es ist geschickt, dass wenn ich dir jetzt irgendwelche Halbwahrheiten sage, die hinterher wieder von irgendjemandem widerlegt wird und ich dann wieder wie ein Vollidiot dastehe. So, Elliot hat gefragt, hast du schon mal deinen eigenen Samen gekostet? Die Frage hatten wir vorhin schon, ob ich mein eigenes Ejakulat schon mal gekostet habe. Ja, das habe ich schon gemacht. Das hat jedermann im Prinzip schon mal gemacht, auch wenn es nahezu keiner zugibt. Und jeder ist jetzt auch übertrieben, es hat nicht jeder gemacht, aber es hat nahezu jeder schon mal gemacht, auch wenn es keiner zugeben würde. Haben selbst heterosexuelle Männer meistens schon mal versucht. Ivan hat gefragt, würdest du etwas mit einem männlichen Fan anfangen? Also sexuell? Nein. Ich habe ja schon gesagt, ich würde niemals mit Fans irgendwas anfangen, das betrifft sowohl das Männlein als auch das Weiblein. Whatever hat gefragt, macht es dich eigentlich geil, wenn andere deinen Namen in den Mund nehmen? Das sind so Sachen, das gibt Männer oder Frauen, die stehen da total drauf, wenn man beim Sex ihren Namen schreit. Ich persönlich springe darauf eigentlich nicht an, mir ist es eigentlich ziemlich egal. Um ehrlich zu sein, finde ich Gestöhne geiler, als irgendwelche Sachen beim Sex zu bereden oder irgendwie sowas in der Art. Die letzten zwei Fragen für heute. Fiona hat gefragt, mit welchem Tier möchtest du gerne Geschlechtsverkehr haben? Also ich bin ja eigentlich kein Fan von Sodomie, wenn ich mir allerdings
Tier aussuchen würde, dann wäre es entweder ein Pferd, also sowohl ein weibliches als auch ein männliches eventuell, oder allgemein vielleicht irgendwelche großen Wassertiere irgendwie. Gut, die letzte Frage ist von Rüdiger Tief. Perfekter Name für dieses Format. Wie fühlt sich die Prostata an und woher weiß ich, ob ich sie gefunden habe? Ich weiß selbst nicht genau, wie sich die Prostata anfühlt. Man findet sie einfach. Also ich habe da ehrlich gesagt keine Ahnung genau, wie sich die anfühlt. Die Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Tut mir leid. Gebe ich auch ganz ehrlich zu. So, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. War jetzt eine Doppelfolge, denke ich mir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.